Wir sind hier in Rüschlikon im Kanton Zürich am Zürichsee bei IBM Research. Das ist der Forschungsbereich der Firma IBM. Wir sind hier im Client Center, sprich da, wo wir unsere Ausstellungen haben. Und hier sieht man unter anderem ein Modell vom Quantum System 2. Das ist unser neuester Quantencomputer. Er verbindet 3 verschiedene Chips miteinander. Die sieht man hier, diese riesengroßen Balken. Ganz unten ist dann der kleine Chip drin. Der Rest, der Grund, warum es so groß ist, ist für die Kühlung und die ganze Control Electronic. Für das Quantencomputing brauchen wir natürlich viele verschiedene Spezialisten, die sich verschiedene Fähigkeiten haben. Unter anderem brauchen wir Leute, die an der Hardware arbeiten. Dann braucht es Leute, die die Software schreiben. Ich arbeite an Quantenalgorithmen. Sprich, das Ziel ist es, dass wir am Ende unsere Probleme, bei denen die klassischen Computer an ihre Grenzen stoßen, effizienter auf den Quantencomputern laufen lassen können. Um das zu machen, braucht es verschiedene Optimierungen, die auch an die Hardware angepasst sind und zum Beispiel die Fehler, die passieren, detektieren können und korrigieren können. Jetzt, dass ein Computer Fehler macht, klingt vielleicht ein bisschen komisch im ersten Moment. Auch unsere klassischen, normalen Computer machen Fehler, aber sehr, 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 sehr selten. Und die Quantencomputer, die werden auch immer besser und besser. Aber das Problem ist zum Beispiel, dass die ganz, ganz, ganz kalt sein müssen. Sagen wir auf irgendwie 15 Millikelvin oder so. Wenn jetzt ein bisschen Wärme reinkommt, dann kann es sein, dass sich der Zustand ändert und wir plötzlich ein falsches Bit rausbekommen. Meine Arbeit besteht vor allem darin, dass ich sehr viele Quantenschaltkreise aufzeichne. Sprich, ich mal mir im Sinne auf, welche Operationen da zu welchem Zeitpunkt auftreten. Dann kann ich das Ganze mathematisch beschreiben und leite die entsprechenden Gleichungen her. Ich versuche die umzuformen und versuche dann am Ende das Ergebnis vom Algorithmus zu bestimmen. Und wenn das dann alles sehr vielversprechend aussieht, dann kann ich es auch auf dem Quantencomputer laufen lassen. Sprich, ich schreibe ein bisschen Python-Code, schicke den dann über die Cloud an die Quantencomputer in den USA. Dort werden die Quantenalgorithmen ausgeführt und ich erhalte dann die Ergebnisse zurück. Die analysiere ich dann und schaue dann, was ich weiter optimieren kann, damit die Ergebnisse besser und besser werden. Persönlich mag ich sehr gerne mathematische Knobelaufgaben und das sind diese Algorithmen eigentlich. Letztendlich ist es viel Mathematik und diese Intuition zu entwickeln für quantenmechanische Phänomene, die wir aus dem Alltag gar nicht kennen, ist was sehr Faszinierendes. Und natürlich, was auch sehr aufregend ist, ist, dass es ein sehr neues Thema ist. IBM hat bisher schon einige Dutzend Quantencomputer gebaut, die auch schon recht gut sind. Also man kann mit ihnen auch schon ein paar sinnvolle Sachen berechnen. Allerdings schlagen sie unsere klassischen Computer bisher noch nicht. Also wir sind jetzt gerade noch kurz davor, wirklich diesen sogenannten Quantum Advantage zu erreichen. Sprich, den Moment, wo wir mit den Quantencomputern Sachen berechnen können, die wir mit den klassischen normalen Computern nicht mehr berechnen können. Dass wir wirklich da einen großen Vorteil kriegen. Das steht jetzt kurz bevor, das ist der nächste Schritt. Die Idee ist, dass man die Fehler immer detektieren kann und wieder korrigieren kann. Sobald wir die Fähigkeit haben in unserem Quantencomputer, was wir ab 2029 erwarten, da erwarten wir dann, dass wir so viel mehr Operationen plötzlich berechnen können, dass wir viel mehr Bereiche abdecken mit Quantum Advantage, dass wir den in viel mehr Bereichen sehen können und dass es viel mehr Anwendungen gibt, die dann vielleicht auch kommerziellen Wert generieren.